Hallo zusammen und willkommen zum nächsten Indie Game Devlog zu Port Empire. Ja, natürlich hat sich wieder ein wenig was getan und ich möchte euch natürlich die neuesten Änderungen mal wieder nicht vorenthalten, also stürzen wir uns direkt in die Welt. Und als erstes kann ich euch hier ein paar neue Grasobjekte zeigen, die auf den Waldbiomen sind. Die haben auch den aktuellen Windshader. Und das sieht einfach richtig klasse aus. Auf den normalen Teils sah das noch nicht so schön aus, aber da werde ich mir bestimmt auch noch was überlegen. Und auf unserem Instagram-Account haben wir einen sehr interessanten Kommentar bekommen, der uns richtig überwältigt hat und was wir sofort eingebaut haben. Und zwar kann ich euch das zeigen. In den Tooltips habe ich ein kleines Update vorgenommen, denn dort seht ihr jetzt das 3D-Binding-Icon hier oben nochmal von dem Gebäude. Ist jetzt von der Town Hall, ich kann ja nochmal die Kolonie zeigen und ein Produktionsgebäude. Da ist natürlich dasselbe und beim Produktionsgebäude war das ein bisschen schwieriger, weil wir das ja jedes Mal changen müssen. Und hier ist das von der Kolonie. Ein richtig cooles neues Feature in Port Empire ist das Sammelkartensystem, und zwar bekommt ihr jetzt an gewissen Stellen oder wenn ihr etwas erfüllt, Sammelkarten. Die könnt ihr in eurem Spielerprofil einsehen, also welche ihr freigeschaltet habt bereits. Und hier unterscheiden wir zwischen gewöhnlichen, seltenen, epischen und natürlich gibt es auch legendäre Sammelkarten. Allerdings müsst ihr selber herausfinden, wie ihr diese bekommen könnt. Ebenfalls habe ich zwei neue Gebäude für die Osmanen fertig modelliert, und zwar ist das einmal der Marktplatz, denn jetzt haben die Osmanen auch einen eigenen Marktplatz. Das ist der hier, gefällt mir eigentlich schon recht gut. Ein paar Details werden sicherlich noch dazukommen, aber das kann man alles noch später machen. Und das zweite Gebäude ist ein Produktionsgebäude, nämlich die Hunting Lodge. Ich drehe die jetzt nochmal hier und dann könnt ihr die auch von vorne betrachten, mit ihrem eigenen kleinen Aussichtsturm. Auch den Szenarienmodus haben wir angefangen, zumindest ein wenig, ist noch ziemlich buggy, aber um euch den zu zeigen, muss ich mal ganz kurz rüber in Unity, deshalb wechseln wir mal ganz schnell. Denn diese Szenarien erlauben uns, euch so kleine storybasierte Geschichten zu erzählen zu den einzelnen Völkern, was ziemlich cool ist. Ihr habt ein paar Quests, ihr habt hier richtig Cutscenes, wie ihr gerade sehen könnt im Intro. Und spezifische Gebäude, wie hier zum Beispiel den Graveyard. Aber wie gesagt, das ist alles noch ein Prototyp und noch ziemlich buggy. Ich kann euch mal ganz kurz so eine Quest zeigen. Und zwar bekommen wir dann unten links hier so eine Questbox, wo jemand mit uns redet. Und wir haben hier zwei Felder, und zwar einmal Buy the Forestry und Collect 3 Wood. Und das müssen wir dann machen. Ihr seht, wir haben hier auch nur spezifische Gebäude zur Auswahl, also nicht das volle Sortiment. Und ja, ihr seht dann, dass hier ein Haken kommt, dass wir diese Quest erfüllt haben. Und in diesem Falle müssten wir nur noch 3 Wood collecten. Diesen Szenarienmodus werden wir auf jeden Fall erweitern. Und da wird noch viel cooles Zeug kommen, also seid auf jeden Fall gespannt. Ich hoffe, euch hat dieser Indie Game Devlog gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst gerne ein Like da, einen Kommentar und über ein Abo würde ich mich natürlich mega freuen. In diesem Sinne, macht es gut, meine Freunde. Ciao. Und vielen Dank an Bero, Manuel Rauber, Octadurin, Renault, Tobias, Jomatrak und Jackie. Vielen Dank für eure Unterstützung auf Patreon und auf Twitch.